Auf Glas mit Licht, Pinsel und Pigmentfarben entstehen einzigartige Glasbilder. Die Glasmalerei ist rund 1000 Jahre alt. Bilder aus Echtantikglas und Bleiruten stellen nur wenige her, wie Manuela Bijan-Fahr. Die Glasmalerei reflektiert nicht das Licht, sondern die macht das Licht zum Urheber des Bildes. Und das finde ich so einzigartig. Also ich kann das Bild von zwei Seiten anschauen, ich kann es von außen und von innen sehen. Ja, und eben je nach Beleuchtung sieht es immer anders aus und deshalb finde ich das so einfach schön, das zu beobachten, wie so ein Glasbild sich im Laufe des Tages verändert. Die Meisterin in Glas- und Porzellanmalerei führt ihr Atelier in der Altstadt von Oberkirch. Wenn die Badnerin Stifte spitzt, beginnt sie mit der Vorarbeit, zunächst auf Papier. Sie zeichnet immer ein detailreiches Bild im Maßstab 1:1, ob für Kirchen, Museen oder für Privathäuser, wie dieses Ornament. Ich brauche das lichte Maß und ich brauche das volle Maß. Das lichte Maß ist das, was ich sehe, wenn ich durchgucke. Das volle Maß ist das, was noch im Falz verschwindet. Diese Maßanfertigung ziert später eine Haustür. Zeichnen ist halt auch sehr viel Arbeit. Die Farbgestaltung muss stimmen, irgendwie die Farben müssen harmonisch zusammenwirken. Das ist ganz wichtig. Jede Glasmalerei hat einen Vorgänger auf Papier. Das bedeutet, das ist der Ursprung. Und der muss gut sein, dass dann auch die Glasmalerei schön wird. Also eigentlich denke ich als Glasmaler, der ja dann auch das Glas schneiden muss und es einteilen muss, immer schon in Bleilinien. Weil ich kann nicht irgendwas machen, was ich dann nicht realisieren kann. Die Bleilinien sind das Gerüst des Glasbildes. Die Linien überträgt sie auf Transparentpapier, fertigt den sogenannten Bleiriss an. Er teilt die Zeichnung in Felder ein, wie ein Puzzle. Es ist auch später ihr Leitfaden, wenn sie die Glasfelder wieder mit Bleiruten zusammensetzt. Damit sie das Glas den Bleilinien nach zuschneiden kann, braucht sie ein drittes Papier. Per Pauspapier schabloniert und nummeriert sie die Felder darauf. Schon immer entstehen Glasbilder in dieser Art und Weise. Zeichnung, Bleiriss und Schablone sind die Basis. Also 33 Teile haben wir. Wenn ich jetzt zum Beispiel die 18 mit der 12 verwechsel, das ist kein Weltuntergang, aber es kann halt nicht ganz so rund laufen, wie es soll, weil die Teile sind nicht 100%ig gleich, weil es eben Handarbeit ist. Manuell geht es weiter, immer an den Bleilinien entlang. Die 33 Schablonen geben ihr Größe und Form der einzelnen Glasstücke vor. Fertig. Jetzt brauche ich eine Spezialschere. Und zwar, die hat 2 Klingen mit einem gewissen Abstand. Das heißt, die schneidet 2 mm raus. Und 2 mm klingt zunächst nicht viel. Wenn das aber mal 4, mal 5, mal 10, mal 20, dann sind es schon Zentimeter und dann stimmt das Maß nicht mehr. In die Schablonenschere ist das Maß der Bleiruten einkalkuliert.
Das ist das Blei, wo rechts und links die Glasstücke dann eingefügt werden. Und es hat in der Mitte einen sogenannten Bleikern. Und der Bleikern stabilisiert natürlich die ganze Bleiverglasung. Und um den zu berücksichtigen im Maß, brauche ich diese Schablonenschere, die diese 2 mm vom Bleikern wegnimmt. Schablone und Bleiriss sind innerhalb weniger Stunden fertig. Für die Zeichnung hat sie mehrere Tage gebraucht. Also jetzt ziehe ich meinen Arbeitsschutz an, weil ich jetzt Glas schneiden will. Und Verletzungsgefahr ist im Normalfall gleich 0, aber man weiß es nie. Also man ist dann einfach ein bisschen geschützt wegen den Splittern. Und ich schaue jetzt in dem Glasregal. Ich schaue gerade. Das ist mundgeblasenes Echt-Antikglas. Und es unterscheidet sich von dem glatten Fensterglas dadurch, dass es solche Bläschen und Schlieren hat. Man sieht es ganz genau. Und es ergibt diese Brillanz, die ein anderes Glas natürlich nicht hat. Das Ornament gestaltet sie in unterschiedlichen Farben. Glas ist im Grunde eine erstarrte Flüssigkeit. Im Prinzip wie Wasser und Eis. Und Glas ist zum Beispiel deshalb durchsichtig, weil die Moleküle so weit auseinander liegen. Und die gehen keine chemische Verbindung ein, sondern es ist ein Gemenge, nennt man das. Also das Glas ist nichts anderes als Sand, der bei großer Hitze schmilzt. Das ist Glas. Und brechen ist eigentlich sehr einfach. Ich hoffe, es klappt alles. So. Habe ich jetzt dieses Stück. Und dann lege ich jetzt diesen Halbkreis da an. Nach Stiften und Scheren greift Manuela Bijanfar jetzt zum sogenannten Glasschneider. Also ich habe das jetzt nach der Schablone geschnitten, aber da steht noch was über. Das heißt, das muss ich abknapsen mit der Zange halt. Dann entgratet man die Ecken, damit es da sich nicht verkantet im Blei. Ja, ist okay. Also hätte ich jetzt dieses Teil fertig. Der Arbeitstisch, der muss tatsächlich komplett sauber sein, weil wenn dann nur ein Splitter drunter liegt, kann das Glas brechen beim Zuschneiden, weil da wird ja ein enormer Druck aufgebaut. Deshalb hole ich jetzt die Kehrschaufel und mache diese Glasreste und Splitterchen weg, damit der Platz frei ist. Also man sieht auch, wenn man schneidet, dass die Hand ein bisschen zittert, aber das muss so sein. Also ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der das ohne das hinbekommt. Es muss immer durchgehen, der Schnitt, bis zum Rand. Also wenn er mittendrin aufhört, dann kann das Glas nicht so brechen, wie es soll. Die Felder sollen eine glatte Schnittkante haben. Das kann so scharf wie eine Rasierklinge sein, weil je nachdem, wie es bricht und es bleibt was überstehen, dann ist es extrem scharf. Aber witzigerweise habe ich mich eigentlich im Haushalt viel öfter geschnitten als bei der Arbeit. Die Glasmalerin arbeitet partiell am Ornament. Mit den ersten Feldern geht es am Leuchttisch weiter. Hier zieht sie Umrisse mit Hilfe ihrer Zeichnung, malt die sogenannten Konturen. Die erste von 4 Farbschichten. Gut. Jetzt als nächsten Arbeitsvorgang würde ich die Farbe anrühren. Man sagt in der Glasmalerei, man soll immer ein bisschen schon vorhandene Farbe dazu nehmen, weil die dann besser fließen wird. Also die ist jetzt sehr flüssig.
Das bedeutet, ich muss da ohnehin jetzt Pigmente dazugeben. Die Konturfarbe rührt sie aus Schwarz und Braun mit etwas Bindemittel an. Werde ich das erstmal anmischen. Also Schwarz ist eine sehr harte Farbe, sehr dominant und deshalb sollte man damit ein bisschen vorsichtig umgehen. Ich mache Öl dazu. Das ist Siebdrucköl. Ich benutze es schon seit vielen Jahren, weil ich das so angenehm finde, weil das die Farbe so geschmeidig macht. Also gut malbar. Das sind eben spezielle Farben, die auch im Prinzip aus Glas bestehen. Glasfluss, Glasemail. Sie mischt die Farben aus dem Handgelenk. Das ist Erfahrungssache. Das merke ich einfach an dem, wie der Spachtel durch die Farbe geht. Jetzt profitiert Manuela Bijanfar von der detailreichen Zeichnung. Sie kann sich in Ruhe auf die Umrisse konzentrieren. Auf dieser Glasseite folgen später die anderen Farben. Das ist unterschiedlich dick. Aber die Farbe läuft sehr gut. Mit den ersten Strichen malt sie den Pinsel zunächst ein. Das ist jetzt ein Marderhaarpinsel. Also ein Schlepper nennt man das auch. Man schleppt die Farbe dann sozusagen. Also dass man das halt zieht. Die Pinselhaltung ist A und O für den Strich, dass der Strich halt schön wird. Die zwei Finger, da liegt er auf dem Zeigefinger und der stützt auch noch, der stützt sozusagen den Daumen ab und dann habe ich eine ganz ruhige Position, wo ich den Pinsel halt richtig gut halten kann. Zusätzlich zur Pinselhaltung braucht es auch Routine. Die hat Manuela Bijanfar seit über 40 Jahren. Wenn trotzdem mal bei den Konturen etwas daneben geht, bereinigt sie den Patzer mit Wattestäbchen. Also solange nichts gebrannt ist, kann man immer korrigieren. Wenn das mal eingebrannt ist im Brennofen, dann ist natürlich unwiederbringlich im Glas drin. Bis in die 1980er Jahre ist die Ortenau bekannt für ihre Glaskunst gewesen. Von hier aus gingen Glasbilder in die ganze Welt. Heute ist Manuela Bijanfar die einzige im Schwarzwald, die diese Kunstform noch ausübt. Man kann malen mit Glas, das wäre jetzt das hier, mit bunten Gläsern, die man zusammensetzt, die einfach nur so ein Bild ergeben. Oder ich male in der Glasmalerei auch noch. Und man hat es eigentlich, hier sieht man es auch schön, also das ist ein Ausschnitt aus dem alten Kirchenfenster. Da wird partiell eben Ornamente gemalt. Und man sagt, einer der Ursprünge der Glasmalerei wäre das Mosaik. Die ersten Glasfelder sind für den Brennofen bereit. Das Glas wird erhitzt auf 560 Grad und dadurch wird die Oberfläche weich. Und die Farbe, die ja auch wiederum aus Glas besteht, die schmilzt sozusagen mit dem Glasuntergrund zusammen. Glas hat keine gute Temperaturwechselbeständigkeit. Das bedeutet, es muss alles langsam gehen. Innerhalb von 6 Stunden erreicht der Ofen die 560 Grad und dann braucht er auch eine Haltezeit von 10 bis 20 Minuten. Da ist die größte Hitze, damit sich das dann verbindet. Den Umgang mit Pinsel und Stiften gibt sie einmal pro Woche weiter. Also gut zeichnen zu können natürlich, eigentlich eher sehr gut zeichnen zu können und ein Gefühl für Farben und Farbharmonie, also wie die Farben sich zusammenfügen, dass es gut aussieht.
Sie gibt seit 20 Jahren Mal- und Zeichenkurse. Und mich fasziniert, wie ich denen das vermitteln kann. Ich setze mich einfach dazu und zeichne mit. Und das ist so inspirierend. Also die werden dann einfach gut von alleine. Also ich erkläre es euch nochmal. Das Papier hat eine Laufrichtung und wenn ihr hier merkt, drüber fährt, merkt ihr, hier ist die Kante. Hier wurde es abgeschnitten. Und die geht nach innen. Die ist innen, wo die Seite nicht so wichtig ist und so rum. Ihr merkt es auch, wenn ihr es hinlegt, das geht so, wälzt sich so. Und das ist immer die Vorderseite. Okay. Okay? Ja, genau. Es geht darum, dass sie einfach auch Bestätigung finde, dass sie Freude am Zeichnen habe, dass sie sich über ein Ergebnis freue, weil das ist immer was ganz Wichtiges im Leben. Aus der Kindheit kommen auch ihre eigenen Impulse für die Glasmalerei. Meine Eltern, die sind auch gern mit mir in Kirchen gegangen oder auch nach Straßburg ins Münster. Da gibt es halt wunderschöne Glasmalereien. Und das fand ich immer so faszinierend, wie das Licht so durch die Scheiben geht und wie die bunten Lichter dann auf dem Boden reflektieren. Also das hat mich sehr fasziniert und das war eigentlich so der Grund, wieso ich den Beruf lernen wollte. Der Ofen heizt nicht nur langsam auf, er kühlt ebenso langsam runter und ist noch gut 60 Grad warm. Aber die Glasfelder sind bereit für die Schatten mit der sogenannten Trockenschattierung. Dafür mischt sie wieder Schwarz und Braun, dieses Mal mit Wasser und dem Bindemittel Gummi Arabicum. Damit färbt sie die Glasfelder komplett ein. So, jetzt kommt der Dachshaarvertreiber zum Einsatz. Der besteht tatsächlich aus Dachshaaren, aus schön weich. Und jetzt wird damit die Farbe vertrieben, nennt man das. Also die wird jetzt glatt gemacht, damit man da schön schattieren kann. Aber erst, wenn sie trocken ist. Das sieht perfekt aus. Machen wir weg. Sie radiert zuerst mit dem Finger. Die Maske schützt sie vor dem Pigmentstaub. Bei einer Zeichnung arbeitet man natürlich, indem man Dunkelheiten setzt, Schatten setzt. Und in der Glasmalerei ist es umgekehrt. Also ich setze die Lichter und lasse die Schatten stehen. Mehr Licht radiert sie mit dem Federkiel ins Bild, entlang der Konturen. Mit dem Pinsel schafft sie Raum für weitere Lichteffekte. Glasmalerei kann man nur auf mundgeblasenes Echtantikglas machen. Industrielles Glas eignet sich überhaupt nicht, weil das auf einer Seite eine bestimmte Schicht hat. Also ich brauche das mundgeblasene Echtantikglas. Wegen der Struktur im Glas, wegen der Bläschen, wegen der Brillanz. Es hat eine ganz besondere Brillanz, was ein Industrieglas nicht hat. Ins Echtantikglas wird auch diese Farbschicht eingebrannt. Danach folgt die sogenannte Nassschattierung. An dieser Sonne sind Licht und Schatten schon eingebrannt. Am Glasbild für ein Fenster arbeitet sie parallel. Hier schaut die Glasmalerin, wo sie noch nass schattiert. Nach der Dunkelheit bzw. Helligkeit der Schattierung. Was man da noch verbessern könnte, vertiefen, betonen, ja. Genau. Das ist eigentlich die Konturfarbe. Die gleiche Farbe, nur ein bisschen mehr verdünnt mit Öl.
Und da mache ich dann die Übergänge zwischen hell und dunkel, werde da nochmal verstärkt. Solange die Farbe noch nass ist, werden Licht und Schatten weich ineinander gestupft. Das macht sie mit dem sogenannten Stupfpinsel. Über Jahrhunderte ist Glasmalerei als Baukunst genutzt worden. Egal ob in Kirchen oder Privathäusern. Daher ist sie schon immer eng mit dem Zeitgeist der Architektur verbunden. Es ist eine architekturgebundene Kunst tatsächlich. Und wenn ich dann diese riesigen gotischen Fenster, die ja nur durch die Architektur ermöglicht wurden. In der Romanik waren die ganz klein und dicke Mauern und die Gotik hat riesige Freiflächen geschaffen, in die die Fenster rein konnten. Und dann kommt eine Zeit des Niedergangs, wie der Barock, wo man auf eine natürliche Ausleuchtung der Kirchen Wert gelegt hat. Und dann musste man das tatsächlich im 19. Jahrhundert sehr, sehr mühsam wiederentdecken. Und die Geschichte der Glasmalerei könnte sich gerade wiederholen. Auch in der Gegenwart scheint wenig Platz für diese aufwendige Kunstform. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Renaissance und irgendwann kommt der Beruf wieder zurück. Also die Glasmalerei war immer in einem Auf und Ab. Ins Lichtspiel der Glasmalerei mischt sie jetzt noch Farbe unter, mit der sogenannten Transparentfarbe. Wenn ich sie auftrage jetzt, dann sieht sie nicht transparent aus. Die wird erst transparent durch den Brennvorgang. Im Prinzip verändert sie die Oberfläche des Glases, auf die sie aufgetragen wird. Für die letzte Schicht wählt Manuela Bijanfar einen Rotmarderpinsel. Die Naturhaare nehmen die Pigmentfarben besser auf. Also es kommt aufs Motiv an, ob ich noch Transparentfarbe benutze oder nicht. Ich finde einfach, wenn ich so ein Ornament habe, sieht es schöner aus, wenn ich da noch so Farbakzente dazu nehme. Und das macht das Ganze einfach lebendiger und spannender. Deshalb kommt hier noch die Farbe dazu als zusätzliche Bildgestaltung. Also ich muss das jetzt noch ein bisschen reinigen, weil hier die Farbe durch das Stupfen eben sich in Regionen bewegt hat, wo sie nicht hingehört. Deshalb nehme ich jetzt einfach so ein Radierholz und mache die hier weg. Und man sieht, das geht jetzt einwandfrei, weil die Farbe schon getrocknet ist. Je nach Größe und Aufwand variieren die Glasbilder zwischen 300 und 3000 Euro. Wenn alle Felder gereinigt sind, heizt die Glaskünstlerin den Ofen ein letztes Mal an. Die Lichtkanten sieht man nach wie vor sehr gut. Ja, und so verändert sich das dann durchs Brennen und kriegt dann nochmal so eine Struktur oder Gestaltung. Nach dem Brennen beginnt die Kunstverglasung. Dabei setzt Manuela Bijanfar die einzelnen Glasfelder mit Bleiruten und Bleiriss zusammen. Jetzt werde ich das Blei aufreiben, damit die Glasstücke gut reinpassen, weil das sind ja unterschiedlich zwischen 3 und 2 und 4 Millimeter, je nachdem. Ist ja mundgeblasenes Glas. Und dass eben die anderen Bleie da auch gut reinkommen. Jetzt nehme ich diese Bleischiene und lege sie hier hin. So. Und dann brauche ich natürlich hier noch eine für diesen Winkel. Die würde ich mir jetzt auch noch aufs Maß abschneiden. Und zwar so. Das flexible Metall schneidet Manuela Bijanfar mit dem sogenannten Bleimesser auf Maß. Also ich gehe als immer gern noch mal in die Ecke rein, dass das da noch mal aufgebogen wird, damit das Glas sich nicht verkantet da drin. Die Bleiruten biegt sie mit dem sogenannten Bleiaufreiber zurecht.
Ich würde jetzt mit diesem hellblauen Halbkreis beginnen und den als erstes mal da fixieren. Dazu nehme ich hier die Bleirute und biege die einfach da rum. Das geht total einfach. Um die jetzt da rein zu bekommen, muss ich hier die Enden abschneiden. Direkt am Glas und ohne das Glas zu beschädigen. Das ist immer die Kunst dabei. So. Dann ist auch noch so eine bisschen vertragte Aufgabe, das Blei einerseits hochzubiegen, dass das nächste Glas reinpasst, auf beiden Seiten. Andererseits es runterzuklopfen mit dem Hammer, damit es in das Randblei in dem Fall eingepasst wird. Man hat es halt früher verwendet für die Kirchenfenster, weil das auch mit dem Wind geht. Also wenn jetzt eine starke Windböe kommt, dann konnte das Blei sich bewegen mit dem Glas darin. Ich nehme jetzt dieses Stück Blei, mache das hier über das Glas als Schutz, dass da nichts absplittert und mache dann den Nagel rein. Ja, also diese Bleinägel, mit denen man die Gläser befestigt, da habe ich von meinen Vorgängern, ich musste ja deren Werkstatt ausräumen, als die dann ins Altersheim gekommen sind. Und da habe ich eine ganz witzige Überraschung entdeckt. Und zwar, als ich es zum ersten Mal halt gesehen habe, da habe ich mich richtig gefreut, weil da ist das S. Die hießen Scharf. Otto und Walter Scharf. Und wenn ich dann am Verbleihen bin und komme an so einen Nagel, dann muss ich an die beiden denken, weil eine bleibende Erinnerung ist das einfach. Ich finde es echt irgendwie richtig nett. Die Erbstücke der Scharfs sind maßgefertigt. Die Nägel sind konisch geschmiedet, schützen das Glas beim Verbleien. Fürs Bleibiegen trägt die Glasmalerin keine Maske, später fürs Löten schon, als Schutz vor den giftigen Dämpfen. Auch dieses Werkzeug ist Marke Eigenbau. Das ist einfach nur ein Teil von einem Meterstab und das habe ich vorne mit Schmirgelpapier so ein bisschen konisch angeschmirgelt sozusagen. Und es eignet sich eigentlich sehr gut, weil das Holz halt auch weich ist und elastisch. Die Bleiverglasung und die Glasmalerei, die lassen sich nicht trennen. Das gehört einfach zusammen. Die Glasmalerei ist die Kunst und die Kunstverglasung, das ist eher das Handwerk, also was ich halt auch beherrschen muss. Also ich muss mit dem Blei gut umgehen können, mit dem Lötkolbe. Die zwei Bleie, die müssen sich mit dem Lötzinn verbinden. Also das stabilisiert das Ganze. Bis alle 33 Glasfelder gestaltet und verlötet sind, vergehen rund 2 Monate. Den Einbau der Glasmalerei übernimmt der Glaser. Das Glasbild kommt in die Haustür von Familie Nalesini und Gersbacher mit der eingebrannten Farbseite nach innen. Man fühlt sich gut, auch wenn man am schlechten Tag, wenn man reinkommt, Farbe bringt einen ja dazu, dass man sich dann, man freut sich. Und das macht das Fenster auch mit uns, denke ich. Oder? Ja, definitiv, ja. Du laufst einmal hier den Flur runter, du wirst angestrahlt ein bisschen, das Licht bricht sich. Wenn ich jetzt morgens aus der Haustür gehe, die Sonne geht im Endeffekt hier auf und geht hier rüber. Und du hast halt im Endeffekt 2 Sonnen. Und wenn wir Glück haben, scheint auch die Sonne draußen, dann ja, so ein bisschen Vorfreude für den Tag. Wenn ich hier vorbeilaufe, dann freue ich mich natürlich, weil ich finde, es sieht auch von außen schön aus. Das Blei macht auch noch eine Gestaltung. Also selbst wenn ich das Ornament von außen nicht sehe, dann sehe ich die Verbleiung, weil das Grau vom Blei eigentlich zum Grau der Haustür gut passt. Und drinnen ist natürlich noch imposanter. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare.
Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.